Geplant hatten wir unsere Tour mit in schönsten malerischen Momenten festgehaltenen Alpenansichten im Hinterkopf. Schon vor beinahe einem Jahr reifte unsere Idee. Die Alpenüberquerung. Sommer, Sonne, Gardasee, Baden. Aber es kommt dann doch alles anders. (2024) im Mai. Ein Abenteuer, 2 Bikes, 3 Länder und Etappen, über 4 Tage, mit 5 Flüssen, Isar, der Inn, Eisak, Etsch, die Seeache. 6 verschiedene Wettersituationen, mit Sonne, Regen, Nebel, Schnee, Hagel und Kälte. 7 Städte mit Halt: München, Innsbruck, Brenna, Brixen, Bozen, Trient und Riva del Garda. Mein Gott. Unser Abenteuer beginnt mit einer noch ruhigen Zugfahrt nach München. Die Sonne begrüßt uns. Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt uns dann aber, es kann noch ungemütlich werden. Wie ungemütlich, wissen wir im Moment noch nicht. Aber was dann kommt, bringt uns bis an die Grenzen. Also im Moment haben wir hier schön Sonnenschein. Und so wird es auch bleiben. Heute werden es 25 Grad. Wir gehen dann schön Eis essen und alles top. Vielleicht haben wir auch Gewitter. Das werden wir sehen. Bei Stuttgart dann beginnt der Regen. Wie wird das in München? Schaffen wir es denn trocken bis Innsbruck, unserem ersten Etappenziel? Dass es keine Spazierfahrt wird, das ahnen wir schon. Aber zunächst sieht doch alles gut aus. So, wir sind in München angekommen am Hauptbahnhof. Bis auf ein paar technische Probleme mit dem Lappen in Björns Fahrradkette. Das ist wie mein Zug eingeklemmt. Und da gibt es schon die ersten technischen Probleme. Gleich geht's los. Momentan scheint noch die Sonne. Das wird sich aber vielleicht ändern. Wir hoffen es natürlich nicht. Der Start bei Kilometer 0 am Münchner Hauptbahnhof. Jetzt beginnt die Tour. Schon wieder eine rote Ampel hier. Ja, 10 Kilometer sind auf jeden Fall schon geschafft. Ich habe nicht drauf geschaut, aber momentan geht's voran. Es ist für uns leichter als erwartet, die ersten Höhenmeter zu gewinnen. Wir lassen München hinter uns, fahren ein sehr langes Stück in Isarnähe über Grünwald und Wolfratshausen, folgen dann dem Isarradweg die meiste Zeit. Die relativ genügsamen Anstiege, eine Fahrt auf besten asphaltierten Wegen und Straßen führen uns schnell weiter. Von etwa 500 Metern Meereshöhe in München führt uns unsere erste Tagesetappe langsam auf etwa 980 Metern beim Achensee in Österreich, kurz nachdem wir die Grenze überqueren werden. Die Sonne lacht uns im Moment noch an
Und ehe wir es realisieren können, sind wir schon in Bad Tölz. Lenggries folgt als nächstes. Die Isar zeigt sich von ihrer schönen Seite. Wir sehen die berühmten Isar-Holzfloßbauer. Eine Voralpen-Idylle pur. Der erste Berg, der erste Anstieg. Da willst du schon, das erste Mal sehen wir die Alpen. Und jetzt schau mal, wie der Ort hier heißt. Wiesen, wir sind auf der Wiesen. Wir sind jetzt in Lenggries, die letzte größere Stadt, bevor wir uns auf die nächsten 3 Tage von Deutschland verabschieden werden. Wer die Gegend schon kennt, weiß, dass nun ein weiteres Highlight wartet. Der Sylvensteinspeicher, der in den 1950er Jahren erbaute Wasserspeicher mit einem Speichervermögen von über 124 Millionen Kubikmeter Wasservolumen. Nur noch wenige Kilometer trennen uns von der Grenze zu Österreich. Hier ist dann auch der Radweg zu Ende und wir müssen die Straße nehmen. Wir sind in Österreich. Während wir die Fotos am Grenzschild machen, bricht der Regen wolkenbruchartig los. Wir suchen Schutz im Waldstück. Binnen Minuten sind erst wir durchnässt und dann auch noch unsere Taschen. Hektisch suchen wir nach unserer Regenausrüstung. Überschuhe, Regenhosen, Ponchos. Björns Ponchos haben jetzt ihre Premiere und es ist nicht ihr letzter Einsatz. Trotzdem sind wir nass bis auf die Knochen und glauben uns schon am Abgrund. Mitten im Nirgendwo, außer die Straßen nichts da, was an Zivilisation erinnert. Es hilft nur eins, wir müssen abwarten, bis die Wetterbedingungen uns das Weiterfahren gestatten. Derweilen, so gut wie es geht, zusammenkauern und hoffen, dass die Bäume halbwegs Wasser von uns abhalten. Dann etwas suchen, wo wir uns aufwärmen und trocknen können. Die Stimmung ist am Tiefpunkt angekommen. So können wir nicht bis Innsbruck weiterfahren. Neben Regen und Gewitter kommt nur noch ein Hagelschauer und Graupel dazu. Die Temperaturen stürzen ins Bodenlose und insbesondere ich fange an zu frieren. Aus Frust futtern wir die halbe Tüte saure Pommes und einen weiteren großen Teil unserer Vorräte auf. Die Getränke in den Trinkflaschen sind viel zu kalt. Wir sehen uns nach Kaffee und Tee, um uns aufzuwärmen. Wir haben hier die Grenze von Österreich erreicht, haben jetzt gerade einen kleinen Gewitterschauer gehabt. Auf österreichischen Hoheitsboden und schon regnet es. Richtig. Und wir hatten auch ein bisschen Hagel. Eine Reihe. Ja. Und Tommy hat alles nass. Zum nächsten kommen. Gut, wir fahren weiter, oder? Sieht doch ganz nett aus eigentlich, der Regen.
Rettung haben wir da auf der anderen Straße gefunden. Wieder in Österreich, nachdem wir nochmal ganz kurz Deutschland berührt haben. Ein kleines Gasthaus, mehr Café und Souvenirladen und wohl in den 1980er Jahren stehen geblieben, als es noch Grenzkontrollen gab. Aber warm und etwas zu trinken gibt es immerhin. Das ist ein erster Lichtblick für uns durchnässten Biker und wir schöpfen wieder Hoffnung. Wir sind am schönen Achensee, der leider aufgrund der Wetterverhältnisse nicht so schön aussieht. Aber im Moment sind wir dankbar, dass es nicht regnet. Der Regen hat keine Gnade mit uns und kommt schon bald wieder zurück. Aber jetzt ist die nötige Erfahrung da. Wir sind besser vorbereitet und angemessen geschützt gekleidet. Aus uns sind jetzt echte Kerle, harte Hunde geworden. Wir wollen es schließlich noch schaffen. Innsbruck und ein trockenes Hotelbett warten auf uns. Und nur nicht aufgeben. Diese Alpen sind bezwingbar und das bei jedem Wetter. So ein Regenbogen, ich hoffe, man sieht das sehr gut auf dem Video. Kurz vor Innsbruck, noch etwa 25 Kilometer nach über 2 Stunden furchtbarem Dauerregen vom Achensee runter, haben wir es endlich geschafft, im Inntal zu sein. Und ja, hier kommt ein bisschen die Sonne raus, es regnet noch ein wenig, aber wir sind fix und fertig. Also wenn man uns beide hier mal anschaut, ja, da ist Feierabend hier. Naja, wir schaffen das jetzt noch nach Innsbruck. Wegen morgen müssen wir uns Gedanken machen, was wir tun. Erstmal unsere Sachen trocknen. Gut, dann geht's jetzt weiter. Nach der ziemlich gefährlichen, weil zum Bach gewordenen Straße nach Jenbach mit mehr als 15% Gefälle und Dauerbremsen lässt uns das Inntal endlich mal durchatmen. 634. Zu gefährlich zum Filmen übrigens. Und durch den starken Regen habe ich auch zwischendurch mal die Kamera eingepackt. Hauptsache endlich weiterkommen, dem Regen versuchen zu entfliehen. Und unsere eigene Sicherheit unter Schutz der Ausrüstung ist eben auch manchmal wichtiger. Der Regen hat gerade aufgehört. Unsere Zähigkeit wird jetzt mit wunderschönen Landschaften belohnt. Ein weiter Blick breitet sich aus, das Inntal. Nach einer langen Fahrt, immer parallel zum Inn entlang und oft mit dem Lärm der Inntal-Autobahn direkt neben der Route, erreichen wir nun Innsbruck, unser heutiges Ziel der Tagesetappe. Der erste Tag ist geschafft. 150 Kilometer sind vollendet, das meiste im Regen.
Und nun sind wir in Innsbruck angekommen. Ziemlich fertig nach diesem Dauerregen. Naja. Nun fragen wir uns aber, wie soll das morgen weitergehen? Unsere Sachen sind nass, unser Hotelzimmer ist klein und ungemütlich. Es gibt kaum Möglichkeiten zum Trocknen und Aufhängen der Sachen. Der Wetterbericht liest sich noch schlimmer als an Tag 1. Starkregen und sogar Schnee sind für den Brenner angesagt. Schaffen wir es dann doch noch nach Bozen, wo die nächste Unterkunft reserviert ist? Oder müssen wir aufgeben und uns damit abfinden, dass wir es nicht auf 2 Rädern durchgängig bis zum Gardasee packen und aus der Alpenüberquerung eine Zugfahrt machen müssen? Es sind wieder Unwetter vorausgesagt. Bis 1 Grad soll das Thermometer fallen, oben auf dem Brenner. Und sogar mit Schneefall ist zu rechnen. Es ist Ende Mai und einer von uns ist mit 28 mm Rennradreifen unterwegs. Dann gute Nacht. Zweiter Tag. Sind wir harte Hunde geworden? Ja, das sind wir. Wir sind uns jetzt doch einig. Der Plan steht, etwas später aufstehen und schauen, was das Wetter macht. Es hilft ja doch nichts. Regnet es nur moderat, schwingen wir uns auf die Räder. Sonst nehmen wir die S-Bahn und überbrücken die Brennerstrecke oder einen Teil davon. Aber dann, die Schmach bleibt uns erspart. Der Regen ist nur leicht, also los geht's. Der zweite Tag beginnt und wir haben den ersten kleinen, knapp 1 Kilometer langen Aufstieg von Innsbruck geschafft. Mit dann 100 Höhenmeter oder wie auch immer. Der Regen ist nicht da. Ja. Darunter sieht man das Stadtpanorama von Innsbruck. Die Brennerautobahn geht da unten lang, an der sind wir gerade vorbeigekommen. Jan grüßt. Ja, es geht weiter. Das war eine rote Strecke. Hier hoch müssen wir irgendwo, da ganz oben hin. Wir haben Regen, aber es ist auszuhalten. Ja, hoffentlich bleibt so. Drückt uns die Daumen. Danke, bis später. Von Innsbruck sieht man nichts mehr. Wir haben quasi schon den ersten Berg hinter uns. So, gleich geht's weiter. Nächste Steigung beginnt. Da kommt ein Zug. Oh, das ist eine Straßenbahn. Oh, kann ich halten jetzt. Bergisel. Die Tram. Wir sind auf der Brennerstraße. Oh, was für ein Ausblick. Ach du Scheiß, nach unten. Geil. Bei Matrei am Brenner klettern wir über Nebenstraßen und die Brenner-Römer-Straße hoch. Unsere Belohnung:
Traumhafte Landschaften, grandiose Panoramaausblicke, immer wieder auf die Brennerautobahn und das Stubaital im Blick. Allein das ist die Mühe schon wert. Es treibt einen wirklich an, dann noch das unbeschreibliche Gefühl, sich durch eigene Kraft dort hochzukämpfen. Boah, man sieht es hier, das Wetter ist schon echt krass. Der Brenner. Heftig. Nächste Steigung. Kurz vor Matrei, ich habe mal kurz angehalten, wir haben es gerade vor mir. Wir sind jetzt gleich da und haben bald 2/3 geschafft von Weg. In Matrei am Brenner, ein Tag Stellenstopp, umziehen, für Kälte aufrüsten, Pipi-Pause, Kaffee, Tee, bloß nicht auskühlen jetzt. Die Geheimwaffe heißt für heute Paketband und saure Pommes, eingedeckt im Supermarkt in Innsbruck. Außerdem viel Proviant. Der Tag wird nämlich lang und wir müssen essen, um den Aufstieg zu schaffen. Punkt 1 Paketband. Damit verkleben wir unsere Regenüberschuhe mit der Regenhose, damit nichts durch die Kleidung kommt. So hoffen wir zumindest. Punkt 2 saure Pommes. Das ist der Energietreibstoff aus Zucker, der uns beim Aufstieg helfen soll und verhindern soll, dass wir die ganze Zeit Eiskaltes aus der Flasche trinken müssen. Und ehe wir es realisieren, kommt der letzte knackige Aufstieg. Wir sind fast oben. Eine kurze Pipi-Pause passiert jetzt gerade. Wir sind kurz vor dem Brenner. Das hätten wir uns anders vorgestellt, aber gut. Weiter geht's. Endspurt. Italien! Wir sind fast in Italien! Italien, Italia! Wir sind endlich in Italien. Wir haben es geschafft.
Die schwierigen 42 Kilometer ab Innsbruck haben wir nun geschafft. Jetzt geht es nur noch abwärts. Die Abfahrt vom Brenner bis nach Sterzing. Rasant geht es mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde hinunter. Wir sind fast allein unterwegs, während wir zuvor auf dem Brenneraufstieg alle einige hundert Meter auf andere Radfahrer getroffen sind. Es ist hier oben bitterkalt. Durch den Fahrtwind frieren meine Finger mir beinahe ab. Von 3 Grad oben auf dem Brenner bis hinunter nach Bozen durchfahren wir mehrere Temperaturzonen. Ich brauche 6 Bekleidungsschichten, wir haben immerhin 5. Neben kurzärmeligem Baselayer, Ski-Thermoshirt, Trikot, Fließjacke und Regenjacke. Gekrönt wird das von den Ponchos, wahre Plastiksäcke. Aber Schwitzen ist hier ohnehin nicht angesagt. Es geht nur noch abwärts. Milder wird es dann endlich ab Sterzing, italienisch wie Piteno, wo wir die 1000 Meter Meereshöhe wieder unterschreiten. Wahnsinn. Wir sind in Sterzing. Die Landschaft hier in Südtirol ist unglaublich abwechslungsreich und atemberaubend. Fast die ganze Zeit fahren wir parallel zur Etsch und zur Eisack. Nebenflüsse ergießen sich tosend über Wasserfälle in den Hauptfluss. Die ganze Zeit merken wir auch, dass die Unwetter durch die heftigen Regenfälle für Hochwasser sorgen und hier ihre Spuren hinterlassen. Einen so hohen Wasserstand hat man normalerweise hier nicht. Leider bleibt es insgesamt regnerisch, aber wenigstens lassen uns einige Regenpausen zeitweilig wieder durchatmen. Unterwegs kommen wir durch Franzens Feste, italienisch Fortezza, wo ab 2028 der Brenner-Basistunnel wieder an die Oberfläche führen wird. Der Tunnel wird den Gotthard-Basistunnel mit 64 Kilometern übertrumpfen und der längste Eisenbahntunnel der Welt. Er soll die Brennerautobahn insbesondere beim Güterverkehr entlasten. Diese Baustelle ist gigantisch und beeindruckend. Während der ganzen Fahrt vom Brenneraufstieg bis hierhin sehen wir immer wieder Orte, an denen für den Tunnel gearbeitet wird. Wir treffen auch immer wieder auf andere Bikepacker, die wir unterwegs schon vorher beim Brenneraufstieg mehrmals gesehen haben. Man grüßt sich.
berühmten Südtiroler Äpfel wachsen hier und auch sonst erinnert Südtirol einen immer wieder daran, dass wir noch in der Alpenregion sind. Unser nächstes Ziel ist Brixen, italienisch Bressanone. Eine größere Pause haben wir jetzt nötig, denn wir versuchen die Zeit wieder aufzuholen, die wir durch die längeren Pausen am Brenner und durch das spätere Starten am Morgen verloren haben. So. Sehr gut hier. Italien. Fresh Water. Wir müssen in Bozen sein, bevor es dunkel wird. Das ist unser heutiges Ziel. Wir sind wieder euphorisch, trotz Regen. Es wird aber wärmer und milder. Wir haben uns daran gewöhnt, im Regen zu fahren. Die Landschaft entschädigt uns für die Mühen. Nur nicht aufgeben. Das können wir euch empfehlen. Nach jedem Berg kommt wieder eine Abfahrt. Nach jedem Regenschauer wieder Sonne. Gerade in den Bergen. In Brixen haben wir Glück. Es ist trocken und man sieht sogar ein wenig von der Sonne. Von Brixen sind es noch knapp 50 Kilometer bis Bozen. Weiter geht's nach einer Stärkungspause mit der mitgebrachten Verpflegung. Wieder ein Wechsel aus Regen, Wolken und Sonne. Der reißende Fluss. Boah, die Kamera ist ganz vernebelt. Noch etwas über eine Stunde bis nach Bozen. Pagamento! Wir sind endlich in Bozen angekommen. Der wiederkehrende Regen hat unsere Kräfte ausgezehrt. Bevor wir unsere Unterkunft ansteuern, ist jetzt erst einmal das Abendessen angesagt.
haben unsere extrem herausfordernde Tagesetappe überstanden. Entgegen aller unserer Erwartungen es aus eigener Kraft über den Brenner und die Alpen geschafft, sind nun mitten in Südtirol und unglaublich glücklich über die getroffene Entscheidung, in Innsbruck loszufahren. Es war ein Kampf gegen das Wetter und die Elemente, den wir gewonnen haben. Wir sind in Italien, das ist die Hauptsache. Morgen geht es weiter und wir hoffen, von nun an allen Schwierigkeiten befreit zu sein für den Rest der Tour. Leider aber nicht ganz, wie wir noch sehen werden. Wir sind noch lange nicht am Gardasee. Guten Morgen, wir sind zurück auf der Strecke. Der Tag 3 beginnt mit einer neuen Herausforderung, die uns unseren Zeitplan wieder kosten kann. Wir haben heute die letzte Etappe bis Riva del Garda vor uns. Die letzten etwa 110 Kilometer. Eine Panne zwingt uns in die Knie. Björn darf nicht bremsen, musst du sagen. Ja. Was ist geschehen? Auf den letzten Kilometern vor Bozen am Vortag waren wir für einen Moment unvorsichtig und sind durch eine von Starkregen überschwemmte Unterführung gefahren. Wir waren bis zu den Radnaben kurzzeitig im Wasser. Wahrscheinlich setzte sich ein Stein in Björns vorderer Scheibenbremse fest. Wir sind also mit einem gravierenden technischen Problem konfrontiert, weil nach kurzem starken versuchsweise Bremsen, um das Schleifgeräusch wieder loszuwerden, sein Vorderrad plötzlich blockiert ist. Ein normales Weiterfahren ist so nicht mehr möglich. Die Bremsbeläge müssen raus. Tiefe Kratzer zeigen sich auf den Belägen und auf der Scheibe. Es hilft alles nichts. Wir brauchen ein Radladen. Ohne Vorderbremse ist es zu unsicher, noch eine längere Strecke zu fahren. Google Maps hilft uns immerhin. Zum Glück sind wir im Bikerparadies Bozen und zum Glück ist ein Samstag. Also schnell den nächsten Radladen gesucht und wir haben Glück. Sportler Bozen, offizieller Shimano Service Partner, kann uns helfen. Fast auf der Route gelegen mit nur 2 Kilometern Umweg sind wir fast an der perfekten Stelle zum Glück. Wir verlieren zwar rund 2 Stunden, aber die Bremsbeläge und Bremsscheibe werden ersetzt und wir können ohne Sicherheitsrisiko wieder weiterfahren. Wir legen die Kilometer im Schnelltempo zurück. Teilweise fast 30er Schnitt. Perfekte Radwege in gutem Zustand. Viele Radfahrer unterwegs. Wir kommen ins Trentino und überqueren auch die Sprachgrenze. Ab hier gibt es keine zweisprachigen Schilder mehr und auch die Landschaft sieht italienisch aus, ebenso wie die Architektur der Gebäude. Und hier möchte ich mal kurz die Gelegenheit nutzen, unser Intercom-System vorzustellen. Das ist keine bezahlte Werbung. Björn hat die Lösung selbst gekauft und bezahlt. Fragt ihr euch auch auf langen Touren zu zweit manchmal, ob es nicht anstrengend ist, wenn man normale Unterhaltungen miteinander während der Fahrt führen will, ohne sich anzubrüllen? Gerade wenn man hintereinander fahren muss. Klar, theoretisch könnte man sich auch über die Handys unterhalten. Aber man braucht dafür durchgängig Netzempfang, belastet seinen Tarif mit zusätzlichem Datenvolumen und es ist unbequem, wenn man gleichzeitig reden will.
Es gibt Lösungen mit 2 Funkgeräten, aber auch für die muss man eine Hand immer an einer Taste haben und schleppt ziemlich schwere Geräte mit. Und das ist jetzt unser Pro-Tipp. Wenn man zu zweit schnell unterwegs ist, über eine Intercom-Lösung nachdenken. Wir haben die Sena Pi vor der Tour besorgt und einmal den Einsatz bei einer kurzen Ausfahrt getestet und waren angenehm angetan davon. Wir bekommen kein Geld für diese kostenlose Werbung, aber es ist angenehm, längere Unterhaltungen bei normaler Lautstärke halten zu können, ohne schreien zu müssen. Die Nebengeräusche wie Wind oder Straßenlärm werden ziemlich gut ausgeblendet. Befestigt werden die Teile einfach beidseitig an den Helmgurten. Die Audioausgabe erfolgt auch beidseitig, was ebenfalls angenehm ist. Bekannt ist der Hersteller ja für ordentliche, ähnliche Lösungen im Motorradbereich. Einzige Nachteile: der Akku hält keinen kompletten Tag durch, nach etwa 6 Stunden ist Schluss. Also am besten bei einer längeren Pause mal über die Powerbank zwischendurch laden. Außerdem ist nur die Kommunikation zwischen 2 Geräten gleichzeitig möglich. Die Soundqualität ist aber wirklich gut. Endgültig im Italien-Modus. Endlich ist es soweit, wie wir es erwarteten. Sonne, blauer Himmel, statt Apfelplantagen jetzt Weinbau. Benvenuto, Bella Italia. Unsere Kilometer spulen wir routiniert und schnell ab. Es geht zügig weiter in Richtung Gardasee. Wir sehen Schilder wie Verona, Modena, Venezia. Endlich spüren wir, dass wir es bald geschafft haben. Und es ist auch angenehm warm. Salve San Felice, Santo Felice, glückliche Heilige, Fraktione di Lavis, stimmt.
sind richtig, laut der Route. Wir sind jetzt im richtigen Italien angekommen, kann man sagen. Nix Deutsch. Ne parlano, wie heißt es? Tedesco. Tedesco heißt es Deutsch. Ja. Germania heißt Deutschland und Tedesco heißt Deutsch. Verona. Und wofür wird es endlich mal Zeit, das endlich mal sonnige Wettergebühren zu ehren? Natürlich mit einem italienischen Eis, Gelato. Stopp in Trient oder besser Trento, unsere nächste Station für unsere Pause.
geht nun weiter durch die hübsche Altstadt von Trient nach Rovereto, der letzte längere Abschnitt an der Edge entlang. Noch etwa 30 Kilometer bis Rovereto. Endspurt für uns. Wir sind nach einem guten italienischen Eis, wie es sich für eine echte Biketour gehört, wieder auf der Strecke. Wir reißen die Kilometer runter, die Sonne lacht weiter. Es ist warm, sommerlich warm. Endlich das Wetter, das wir uns eigentlich für die ganze Tour vorgestellt hatten. Es ist fast schon eine Entspannung, auch wenn wir sehr schnell in die Pedale treten. Wir wissen jetzt, dass wir heute noch am Gardasee ankommen werden. Wir sind erleichtert, das Abenteuer zahlt sich aus und wir sind voller Euphorie. An das vormals schlechte Wetter erinnern uns nur noch die Wasserstände der Edge. Es hat zwar auch hier wahrscheinlich am Vortag geregnet, aber die Sonnenstrahlen trocknen den Belag des Radweges wieder sehr schnell. Wir sind allgemein erstaunt über den perfekten Zustand der Radinfrastruktur hier in Italien. Wir finden auch immer wieder elektronische Zähltafeln vor, die Auskunft über die tägliche Zahl der Radfahrer geben. Wir treffen auf so viele Radfahrer innerhalb von 20 Minuten, wie wir über den ganzen Vortag davon nicht gesehen haben. Bald erreichen wir Rovereto. Endlich durchgehend schönes Wetter. Wir kommen weiter zügig voran. Unsere Stimmung hält sich immer weiter auf. Wir geben alles den Pedalen, um noch bei Tageslicht am Gardasee sein zu können. Denn unser Ziel heißt immer noch, ein kleines Bad im See zu nehmen. Diese Erwartung und Spannung treibt uns weiter an. So Tommy, der letzte Anstieg. Was sagst du? Ah, scheiß Regen, schon wieder, sage ich. Ja, Hoffentlich nicht. die Tour hat mit Regen begonnen und wird wahrscheinlich mit Regen auch beenden. Da müssen wir durch. Aber das schaffen wir. Ist kein Problem für uns. Gut. Ja. Wir machen noch einmal Bekanntschaft mit dem Regen. Kurz vor Rovereto verdunkelt sich der Himmel. Wir wissen aber, dass wir es bald geschafft haben. Das bisschen Wasser macht uns jetzt auch nichts mehr aus und auch die letzte Steigung fordert uns kaum noch heraus. Trotzdem müssen wir dann ein Stück schieben, weil wegen einer Baustelle der Radweg nicht durchgängig benutzbar ist. Aber so ein bisschen gehen tut uns auch mal gut.
ist jetzt irgendwie die Stelle, oder? Gleich. Nicht viele Fahrräder. Hier sieht man nichts vom Gardasee, das kommt bestimmt noch. Ja. Wow, wie geil, guck mal. Jetzt wird schwierig, gell? Gut, dass du neue Bremsen hast. Nun steht uns noch eine letzte Abfahrt bevor, nach Torbole. Ein spektakulärer Ausblick sorgt bei uns für eine euphorische Stimmung. Vergessen all die Strapazen, die Widrigkeiten und Launen des Wetters. Fast haben wir es geschafft. Der Gardasee wartet unten auf uns und auf ein kurzes Bad mit uns. Aber nun los! Wir haben es geschafft. Wir sind am Gardasee angekommen. Wir können es kaum noch glauben. Es ist ein schönes Gefühl, aus eigener Kraft die Alpen überquert zu haben. Das auch noch unter den Herausforderungen des Wetterumschwungs. Wir sind unendlich dankbar, dass wir uns dafür entschieden haben, trotz des Regens über den Brenner zu fahren. Der Lohn der Mühe sind diese tollen Eindrücke vom Gardasee. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind in Riva del Garda am Gardasee angekommen, in Italien. Es war sehr anstrengend, unsere Tour. Mit gestern alleine 6 Stunden über den Brenner und dann bis nach Südtirol rein. Aber es hat sich alles gelohnt. 400 Kilometer in 3 Tagen, zweimal geschoben, unzählige Regentropfen. Jetzt gibt es erstmal ein paar Kekse. Zum Abschluss gibt es Kekse aus der Unterkunft. Ja. Prost!
Wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch mal im Wasser zu baden. Aber nur Björn ist mutig genug, in dem ca. 15 Grad kalten Wasser auch mal zu schwimmen. Ich begnüge mich damit, bis zu den Knien ins Wasser zu steigen. Das war eben in Torbole am Strand. Am Endziel unserer Reise sind wir aber erst in Riva del Garda. Am nächsten Morgen machen wir noch eine kurze Tour auf dem Radweg, der um den See führt, bevor wir uns dann auf den Weg zum Bahnhof nach Rovereto für die Rückreise mit dem Zug machen. I get the feeling boy, baby. Tú sabes bien que Dios permitirá que algún día te pueda abrazar. Lo que sentimos es tan fuerte, solo debemos esperar y la distancia. Was wir am Vortag in rasanter Abfahrt machten, müssen wir nun umgekehrte Reihenfolge bergauf zurücklegen. No debemos preocupar, porque algún día a mi lado vas a estar. Nuestro amor. Natürlich möchten wir euch auch ein paar Tipps zur Alpenüberquerung hier geben. Nach dieser Erfahrung wissen wir einiges, was wichtig ist. Zunächst einmal, plant frühzeitig die Rückfahrt mit der Bahn. Am besten 6 Monate vorher und dies auch noch am besten über die ÖBB, österreichische Bundesbahn, buchen, da über die Deutsche Bahn oft keine Möglichkeit besteht, Fahrradstellplätze auf internationalen Verbindungen mitzubuchen. Das gleiche gilt auch für die italienische Eisenbahn. Alternative Rücktransportmöglichkeiten sind zum Beispiel über Flixbus oder private Shuttle-Anbieter möglich. Gerade in Riva del Garda gibt es mehrere ansässige Anbieter. Steigt nie ohne Fahrradreservierung einfach mit dem Rad in einen Zug ein. Das führt zu gravierenden Problemen. Selbst wenn der Zug nicht ausgebucht ist, was leider häufig vorkommt, ist das Personal oft nicht bereit, Tickets für weitere Räder spontan auszustellen. Vermeidet diese Probleme, um nicht an der nächsten Station wieder aussteigen zu müssen. Bitte kalkuliert einen Zeitpuffer für unvorhersehbare Pannen ein. Schaut, dass das Tageslicht auf jeden Fall ausreicht, um vor Dunkelheit am Tagesziel anzukommen, falls ihr nicht gern im Dunkeln mit Beleuchtung fahrt. Plant keine zu langen Tagesetappen ein. Überschätzt euch nicht. Bezieht Steigungen in die geschätzte Durchschnittsgeschwindigkeit ein. Seid für alle Wettersituationen gerüstet. Das haben wir ja vorher schon gut in diesem Video dargestellt und gezeigt. Plant die Route vorher gut und mit Bedacht. Komoot ist sicherlich das beste Tool, aber vertraut nicht blind auf die Korrektheit. Rechnet auch mal mit einer Sperrung oder Umleitung. Manchmal ist doch die Straße besser als der Radweg, gerade wenn man mit einem Rennrad unterwegs ist, besonders auf dem Brenneraufstieg.
Hier gibt es auch manchmal Gravel-Untergründe bei den Radwegen. Nehmt eure Verpflegung in ausreichender Menge mit. Vertrödelt nicht so viel Zeit durch lange Essenspausen. Plant lieber mit mehreren kurzen Pausen statt mit einer langen. Ihr könnt auch gut an Tankstellen Halt machen. Es gibt ein Dach über dem Kopf, ein WC ist vorhanden und eine Umziehmöglichkeit. Oft gibt es Stehtische oder auch einfache Sitzgelegenheiten, wo man sich auch bei schlechtem Wetter kurz ausruhen kann. Die meisten Tankstelleninhaber im Alpenraum sind auch erfreut über jeden Radfahrer als Kunden. Respektiert die angebotenen Möglichkeiten und verzehrt nicht nur Mitgebrachtes, sondern kauft dort euch auch was zu trinken, zum Beispiel einen Kaffee und einen Snack. Das heißt nicht, dass ihr keine Pausen machen oder nicht genügend essen sollt. Ganz im Gegenteil. Aber lieber schnell an der Tankstelle eine Leberkässemmel essen und einen Kaffee trinken, als sich in ein Restaurant mit Bedienung zu setzen. Außerdem behaltet die Räder im Blick, wenn ihr irgendwo stehen bleibt. Falls ihr euch sicherer fühlt, führt eine Wegnahmesicherung, also ein leichtes Schloss zum Beispiel, oder eine Fahrradalarmanlage mit, die bei Erschütterung auslöst. Das war unser erstes Radabenteuer, eine Alpenüberquerung. In 3 Tagen sind wir 420 Kilometer gefahren, haben mehr als 2500 Höhenmeter zurückgelegt, mussten Temperaturen von 2 Grad bis 25 Grad strotzen. Sonne, Regen, Wind, Schneeregen und Hagel. Wir bereuen keine Sekunde und können jeden nur dazu ermutigen, diese Tour nachzumachen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr wissen möchtet, was ihr über die Tour denkt und ob ihr das auch mal wagen würdet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Euer Thomas und Björn. Ja. Jawohl. War Foto. Super.